FAU-Alumna Ingrid Lauterbach hat an der FAU Mathematik studiert, ist internationale Schachmeisterin und hat Jahrzehnte bei der Deutschen Bank gearbeitet, zuletzt in der Cybersicherheit. Wir sprechen heute über ihren Weg von Erlangen in die internationale Schachwelt, über ihre berufliche Karriere, ihre besten Schachtipps und darüber, warum Schach uns alle voranbringen kann. Liebe Ingrid, herzlich willkommen in der Alten Mathematik. Das ist jetzt heute ein Gebäude der Philosophischen Fakultät. Seit über 20 Jahren warst du nicht mehr hier. Was geht dir gerade durch den Kopf? Es hat sich vieles verändert, aber es ist natürlich toll, dass es immer noch Bibliothek ist, die ich ja früher auch gut kannte. Ich bin beeindruckt. Die ganzen japanischen Bücher, die hier stehen, das ist spannend. Und ich fühle mich an alte Wirkungsstätte zurückversetzt. Du hast Schach auf allerhöchstem Niveau gespielt. Ja? Du warst schon in der Deutschen Bundesliga, bevor es überhaupt die Frauenbundesliga gab, bist dann da gewechselt. Du hast zahlreiche internationale Meisterschaften mitgemacht für Deutschland, erst dann für England. Du bist schon seit 1987 internationale Meisterin im Schach und jetzt seit 2 Jahren Präsidentin des Deutschen Schachbundes und damit auch die erste Frau in dieser Position. Ja. Nimm uns mal mit. Wo hat denn deine Laufbahn, deine Leidenschaft im Schach angefangen und wie bist du so erfolgreich geworden? Ja, also angefangen hat es eigentlich zu Hause, dass ich wirklich zu Hause mit gesehen habe, wie mein Bruder mit meinem Vater spielt und so die Regeln gelernt habe und wusste, wie gespielt wird. Es war dann so, mein Bruder war aktiv im Schachclub in Kulmbach und ich hatte dann beschlossen, irgendwann ein Schülerturnier in Kulmbach von der Schule praktisch mitzuspielen, habe gespielt und dann hat irgendjemand gehört, da ist ein Mädchen und hat praktisch mir eine Einladung zur Oberfränkischen Meisterschaft geschickt. Da habe ich dann auch gespielt. Habe aber eigentlich noch gedacht, so viel will ich nicht spielen. Mein Bruder hat damals ganz viel gespielt und ich wollte auf keinen Fall so viel spielen wie er. Da ist er Zeit investiert und habe dann aber bei der Oberfränkischen mich für die bayerische Mädchen und die bayerische Damen qualifiziert. Habe beschlossen, ich spiele nur eins von den beiden, weil ich ja nicht so viel spielen wollte. Aber dann ging es los. Dann habe ich die bayerische Damen gespielt und dann habe ich halt danach hat es mich dann auch nicht mehr losgelassen und inzwischen ist es natürlich so, dass ich viel, viel mehr Zeit in Schach investiert habe, als es mein Bruder jemals gemacht hat. Wie dürfen wir uns denn deine Arbeit als Präsidentin des Schachbundes vorstellen? Natürlich ist es so, dass wir jetzt zum Beispiel große Turniere organisieren, das ist klar. Es ist klar, dass wir natürlich, oder ich als Präsidentin zum Beispiel auch im Weltschachverband oder in der Europäischen Schachunion entsprechend den Verband vertrete. Allerdings die Anzahl an verschiedenen Dingen, die jemand von einem haben will. Wir haben halt fast 100.000 Mitglieder und da kommen dann wirklich die erstaunlichsten Sachen, die einem da zugetragen werden oder wo um Rat gebeten wird. Sehr, sehr zeitaufwendige Tätigkeit auf jeden Fall. Was ist für dich das Schönste daran? Also natürlich, wenn man Erfolge hat, wie zum Beispiel, wir haben jetzt gerade die Frauen haben gerade die Bronzemedaille bei der Team-EM gewonnen. Das ist macht natürlich Spaß, da dabei zu sein und das zu sehen. Es macht auch Spaß. Ich war vor kurzem bei einer Veranstaltung gewesen, wo eine Schule ausgezeichnet wurde, die praktisch Kinder entsprechend also nicht nur Kinder trainiert, sondern wo die Kinder dann in ihre Grundschulen wieder reingehen und die Grundschüler trainieren. Die Begeisterung von allen, also sowohl den Eltern, den Kindern, das ist natürlich toll. Sind Sachen, die wirklich schön sind, wo man auch wirklich Spaß dran hat. Wenn man sieht, es funktioniert generationenübergreifend. Ja, genau. Das ist sehr schön. Schach ist halt wirklich sehr inklusiv. Hast du Lust, auch noch mal einen Hörsaal von Natürlich, ja klar, das finde ich total spannend. Genau. Dann gehen wir doch ja, mal. Genau, das machen wir. Was macht denn für dich den Reiz beim Schachspielen aus? Das Spaß ist, man konzentriert sich, man denkt logisch nach, man entwickelt Pläne. Und was natürlich am besten ist, wenn man gewinnt, weil dann hat man auch das Gefühl, dass es gut geklappt hat. Weniger schön ist, wenn man verloren hat, aber dann muss man halt das nächste Mal besser spielen. Und von daher ist es einfach wirklich immer wieder. Und man trifft natürlich auch viele Freunde, das muss man auch sehen, also auf der ganzen Welt, die man mit Schach kennengelernt hat. Hast du dann auch so ein richtiges Netzwerk? Ja, natürlich, genau. Neben deinem Erfolg im Schach hast du ja auch eine beachtliche berufliche Karriere hinter dir. Du warst über 20 Jahre bei der Deutschen Bank tätig, zuletzt in der Cybersicherheit und bist jetzt vor kurzem in den Ruhestand gegangen. Genau. Wie sah denn deine Arbeit in der Deutschen Bank aus? Die war natürlich auch sehr
sehr vielfältig. Ich hatte zum einen ein Team, was ich entsprechend geführt habe. Zum anderen ging es natürlich darum, auch Bedrohungslagen zu erkennen, damit umzugehen, Maßnahmen zu definieren. Und es hängt natürlich auch immer davon ab, ich habe auch verschiedene Funktionen da gehabt, es hängt natürlich auch immer davon ab, ob es gerade konkret was ansteht. Auf der anderen Seite ist natürlich auch ein Thema, was jetzt gerade bei den Banken massiv mit dem Regulator zusammenhängt, sich vorzubereiten, entsprechend aufzubereiten, dass man hier geschützt ist. Du hast Mathe studiert. Was hast du denn aus deinem Mathestudium für deine berufliche Laufbahn, aber auch vielleicht für den Erfolg im Schach mitgenommen? Ich denke, aus dem Mathestudium nimmt man mit, dass man eben logisch denken kann, dass man strukturiert denken kann, dass man Pläne entwickeln kann und sich auch konzentrieren kann. Und das passt natürlich zum Schach auch und das passt aber auch in die berufliche Laufbahn. Also ich war zum Beispiel zwischendurch mal in einem Großraumbüro. Ich kann mich da so konzentrieren, dass wenn jemand herkommt, dass ich total erschrecke, weil ich einfach nichts gehört habe, obwohl es ein Großraumbüro war mit ganz, ganz vielen Leuten. Also diese Fähigkeit, sich voll auf eine Sache zu fokussieren, das lernt man sicherlich dabei auch. Im Mathestudium und andersrum gefragt, was hast du vom Schachspielen mit fürs Leben genommen? Naja, wahrscheinlich eine gewisse kompetitive Eigenschaft. Ich bin schon häufig sehr kompetitiv, aber natürlich eben auch, ich sage immer zum Beispiel beim Schach, man spielt ja mit Uhr, das heißt, da muss man immer wirklich auf Zeit die Sachen richtig machen. Das habe ich in meinem beruflichen Leben auch immer so gemacht, dass ich dann wirklich versucht habe, meine Termine zu halten. Beim Schach, wenn die Uhr fällt, hat man eine Partie verloren. Also Schachspieler wissen normalerweise, dass es eben keine Verlängerung gibt. Während so im beruflichen Leben, bei Projekten, kommt es ja häufig vor, dass einer sagt, ne, noch nicht fertig, ich brauche noch doppelt so lang. Das geht beim Schach natürlich nicht. Also lernt man auch unter Druck fokussiert zu sein. Genau. Bringt ja eigentlich jedem was. Ja, auf jeden Fall. Genau. Sollten wir alle mehr Schach spielen. Ja, das sowieso. Also das ist sowieso meine Auffassung. Ich denke, insbesondere auch Kinder sollten wirklich Schach spielen, weil sie lernen dabei ganz viele Sachen. Risiko einschätzen, unter zeitlichen Druck arbeiten, Pläne entwickeln, sich konzentrieren. Und das sind Sachen, alles Punkte, die man überall brauchen kann. Ich bin fest davon überzeugt, diese PISA-Studien würden viel besser ausschauen, wenn mehr Kinder Schach spielen würden. Wir bewegen uns in technischen Berufen, aber auch im Schachsport, ja in einem immer noch männerdominierten Bereich oder Bereichen. Ja. Welche Erfahrungen hast du als Frau da gemacht? Also man muss wirklich sagen, gerade zur Zeit, als ich studiert habe, war es wirklich so, dass es kaum Mädchen gab in Mathe. Und beim Schachspielen ist es bis heute so, dass wir nur einen Frauenanteil von 10% haben. Und es führt natürlich trotzdem immer wieder auch zu Situationen, wo man nicht ernst genommen wird, wo versucht wird, dass man eingeschüchtert wird oder unter Druck gesetzt wird. Ich glaube, da muss man wirklich dran arbeiten. Ich glaube, im Berufsleben hat sich das verändert. In den 40 Jahren, wo ich jetzt gearbeitet habe, hat sich das deutlich verändert aus meiner Sicht. Aber gerade in so Bereichen wie zum Beispiel im Sport, wenn so ein Ungleichverhältnis ist, ist es immer schwierig. Ich meine, wir alle wissen, dass Teams, die gemischt sind, besser sind. Auch im Beruf ist es ja klar erwiesen. Das müssen wir halt auch in den Fächern wie Mathe, aber auch im Schach natürlich erreichen, dass wir den Anteil von Mädchen da erhöhen. Welchen Rat würdest du einer jungen Frau geben, die ihren Weg in einem technischen Beruf oder in einer männerdominierten Sportart, die ihren Weg dort gehen möchte? Ich glaube, man muss ja sagen, sie soll sich nicht unterkriegen lassen, sie soll ein gewisses Selbstbewusstsein zeigen, sie soll klar auch sagen, was ist okay und was ist nicht okay. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man an sich selber glaubt und dann kann man es auch schaffen und wird nicht untergebuttert. Vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, es war schön, ein bisschen Hörsaal-Luft zu schnuppern, sehr schön. Alma Mater zu besuchen. Genau, hat mich sehr gefreut. Also man fühlt sich gleich zurückversetzt in die Studienzeit, man fühlt sich gleich viel jünger. Eine letzte Frage. Dein ultimativer Tipp für Schachanfänger oder Schachbegeisterte? Also natürlich so viel wie möglich spielen, aber auch angucken, was hat man falsch gemacht, damit man was daraus lernt und beim nächsten Mal das vielleicht besser macht. Gut ist, wenn man jemanden hat, der es vielleicht schon ein bisschen besser kann und ihm das auch was erklären kann und dann eben auch hilft, aus Fehlern zu lernen. Das ist ganz wichtig. Jeder macht Fehler, aber man muss aus den Fehlern lernen und das ist im Schach auch genauso, wie es auch sonst ist. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deinen Besuch heute hier. Dankeschön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Vielen Dank. Und wenn Sie auch an der FAU studiert, gearbeitet oder geforscht haben, dann werden Sie doch Teil unseres FAU-Alumni-Netzwerkes und melden Sie sich an in unserer FAU-Community. Da halten wir Sie immer auf dem Laufenden über Neuigkeiten und Events und Sie können miteinander in Kontakt treten.
Mehr dazu gibt es unter alumni.fau.de.